Warum beklage ich mich eigentlich? Ich bin doch selbst schuld. Warum habe ich ihn geküsst? Ich bin doch mit Christian zusammen. Wen hast du geküsst? Dafür würdest du alles tun, sogar unseren Vater für tot erklären lassen. Ansgar, jetzt reicht's aber! Was denn? Im Grunde genommen bist du doch nur eine billige kleine Nutte, die sich für einen Adelstitel hat flachlegen lassen. Was soll das, Ansgar? Du gehst eindeutig zu weit. Trauerfeier. Wie kann sie Vater jetzt schon aufgeben, wenn sie ihn wirklich liebt? Es besteht überhaupt keine Chance, dass Johannes den Absturz überlebt hat. Blödsinn. Dass Hannes noch lebt, hätte auch niemand gedacht. Außer mir, weil ich ihn nämlich liebe. Du hast Vater doch von Anfang an nur manipuliert. Er hätte sich niemals auf eine Hochzeit ohne Ehevertrag eingelassen. Das ist nicht wahr. Aber jetzt hat sie ihr Ziel ja erreicht. Steinreiche Witwe und ein Adelstitel gleich dazu. Du bist so ein Arschloch, Ansgar. Was wisst ihr schon, was in mir vorgeht? Im Gegensatz zu euch habe ich nämlich nur einen Vater. Jetzt sag schon, wen hast du geküsst? Das macht ihr am besten unter euch aus. Also, Niemanden! sag mal, willst du mich verarschen oder was? Nein! Es hatte absolut nichts zu bedeuten. Kenn ich ihn? Nein! Ich kenne ihn ja selbst kaum. Es war vor ein paar Wochen auf irgendeiner blöden Party, als wir diesen Streit hatten. Was, da haben wir einmal Krach und du machst mit dem Erstbesten rum? Ich war betrunken. Ach so. Ich weiß, es war bescheuert. Aber glaub mir, es hatte absolut nichts zu bedeuten. Ja, ist okay. Wenn du dich so leicht trösten kannst, machst du das dann noch mit uns? Frau Landstein? Dumme Frage. Neuigkeiten über Frau von Anstetten interessieren mich immer. Hat der Staatsanwalt schon das geforderte Strafmaß festgelegt? Frau von Anstetten ist wo? Du hast dir Ewigkeiten Zeit gelassen mit der Kaution. Die U-Haft ist nicht gerade eine Wellness-Oase. Und Kindesentführung ist keine Babykacke. Das überlegt sich jeder Haftrichter zweimal, bevor er dich da rauslässt. Meine Anwälte mussten sich ganz schön ins Zeug legen, was im Übrigen nicht ganz billig war. Och, ich muss gleich weinen. Du hast mir das Ganze erst eingebrockt. Was hast du jetzt vor? Na, was wohl? Ich will sofort Hannes sehen. Ich fürchte, da habe ich eine schlechte Nachricht für dich. Frau von Anstetten hat weder das Sorgerecht noch ein Umgangsrecht. Sie ist eine Schwerverbrecherin. Wenn Sie meinem Sohn auch nur ein einziges Mal zu nahe kommen, dann knöpfe ich mir diesen Haftrichter vor und dann kriegt er nicht mal mehr eine Stelle als Hausmeister bei einem deutschen Gericht. Ich lass mir Hannes doch nicht wegnehmen. Mit Wut und mit Ungeduld kommen wir jetzt nicht weiter. Jetzt hilft nur noch Grips und der Druck auf die Tränendrüse. Wir müssen den Richter und den Staatsanwalt auf unsere Seite kriegen. Ich wüsste ganz gern mal, woher sie das Geld für die Kaution hat. Sie hat unseren Freund Adrian um Hilfe gebeten. Degenhardt, natürlich. Wenn es nach mir ginge, wären wir mit unserem Plan gegen Adrian auch schon weiter. Liebste Frau von Berneck, ich habe auch noch ein paar andere Baustellen. Ich muss jetzt zunächst erstmal ein bisschen Zeit rausholen, bis mein Vater offiziell für tot erklärt wird. Um sein Testament zu fälschen, ich weiß. Schön, schön, ich gebe zu, ich habe die Sache mit Degenhardt ein bisschen schleifen lassen. Also gut, machen wir ihn fertig, bevor er dann ja auch noch am Prozess unterstützt. Sollen wir nicht doch mal nach Elisabeth schauen? Nein, lass mal. Natalie kümmert sich schon um sie. Dieser Penner von Ansgar. Glaubt ihr, der kann uns jetzt alle blöd anmachen?
Als ob Johannes nicht genauso unser Vater war. Am liebsten würde ich ihm eine reinhauen, wirklich. Meinst du, das bringt bei dem irgendwas? Aber ehrlich gesagt, so ganz kapiere ich das auch nicht. Gestern war er selbst noch davon überzeugt, dass Johannes nicht überlebt haben kann. Eine Trauerfeier für euren Vater hat natürlich was Endgültiges. Vielleicht kann Ansgar den Gedanken nicht ertragen. Ja, mag schon sein. Es hat ihn immerhin fast ein Jahr gekostet, bis er einigermaßen akzeptieren konnte, dass Hannes tot ist. Und dann taucht er plötzlich wieder auf. Und jetzt das mit Vater. Ja. Aber dass Johannes wieder auftaucht, das ist sehr unwahrscheinlich. Vielleicht solltet ihr mit der Trauerfeier warten, bis alle in der Familie dazu bereit sind. Ihr solche Frechheiten, solche bodenlosen Frechheiten an den Kopf zu werfen. Mir zu unterstellen, ich hätte Johannes nicht geliebt. Dabei wünsche ich mir nichts mehr, als dass er zur Tür reinkommt. Oh Gott. Das wünschen wir uns alle, Elisabeth. Wer weiß, vielleicht denken die anderen ja genauso, sie würden es nur nicht so ausdrücken. Wie kommst du denn darauf? Johannes Kinder wollten mich nie auf dem Schloss haben. Konstantin, Nico, Carla, alle. Elisabeth, das ist so lange her. Alle haben längst begriffen, wie gut du Johannes tust. Und Ansgar, du kennst ihn doch. Er vergreift sich gerne mal im Ton, aber das darfst du nicht persönlich nehmen. Er hat nur mal seine ganz eigene Art, mit Trauer umzugehen. Ja. Das hat er. Es tut mir so furchtbar leid, Sarah. Wenn ich irgendwas für dich tun kann. Danke, das ist lieb von dir, aber im Moment, ich weiß nicht. Ich komm schon klar. Versuch's doch noch mal bei Christian. Ach komm, jetzt vergiss doch mal Christian, dein Vater ist gestorben. Ich weiß, aber ich möchte nicht drüber reden, okay? Also komm schon. Okay. Der gewünschte Gesprächsteilnehmer ist vorübergehend nicht zu erreichen. Geht er immer noch nicht dran? Was, wenn er wirklich Schluss macht? Wegen einem Kuss? Das hat er doch nur so dahergesagt im ersten Schock. Und was, wenn er gemerkt hat, dass ich ihn angelogen habe? Dann hätte er doch weiter nach dem Namen gebohrt. Ich kann ihm doch unmöglich sagen, dass es Olli war, mit dem ich geknutscht habe. Die beiden haben sich gerade erst angefreundet. Dann knallt es richtig zwischen ihnen. Manchmal muss man eben Notlügen benutzen, um andere nicht zu verletzen. Wenn das aufliegt, das verzeiht mir Christian nie. Prägen Sie sich dieses Bild gut ein. Die Frau wirkt harmlos, ist aber hochgefährlich. Außerdem möchte ich, dass Sie die Wachgänge verdoppeln mit den Hunden Tag und Nacht. Alles klar, Graf. Hast du dich wieder eingekriegt? Deine Vorwürfe eben waren ziemlich daneben. Sowas hat Elisabeth nicht verdient. Ja, mag sein, dass ich etwas ungerecht war, aber die Tatsache, dass sie eine Trauerfeier für Vater veranstalten will, das ist einfach ein bisschen viel für mich. Du warst nicht etwas ungerecht, du schlägst schon wieder blind um dich. Nach Hannes Verschwinden habe ich es abbekommen. Ist jetzt Elisabeth an der Reihe? Bei allem Verständnis für deine Trauer, Ansgar. Aber du bist nicht der Einzige, den Johannes Tod sehr trifft. Also halt dich zurück. Allein schon aus Respekt deinem Vater gegenüber. Bist du jetzt fertig? Ansonsten würde ich vorschlagen, du lässt den Rest heute Abend bei deinem Barkeeper ab, wenn du dich wieder volllaufen lässt. Du kannst nicht leben, ohne andere zu verletzen, oder? Aber mir tust du nicht mehr weh. Dich zu verlassen war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Als nächstes kriegen wir raus, welcher Richter die Verhandlung führen wird. Und dann... Chef, ich bin wieder aus der Pause zurück. Was macht die denn hier? Kitty, ich freue mich auch, Sie frisch und munter wiederzusehen.
Das mit dem Chloroform im Flugzeug, das war ganz gemeine Körperverletzung. Ja, das war gemein. Aber wissen Sie, Sie haben Glück gehabt. Nicht jeder, der mich reinlegen will, wacht wieder auf. Kitty, kümmern Sie sich lieber um die Presseclippings zum Tod von Graf Ladenstein. Aber Raus! nur ungern. Auch gut. Der Alte wird dir richtig fehlen, was? Einer weniger, den du bis zur Weißglut reizen kannst. Ich habe ihm gerade erst eine Firma vor der Nase weggeschnappt. Für eine Unsumme. Nur um ihm eins auszuwischen. Und die alte Spaßbremse kriegt sie nicht mal mehr mit. Wie tragisch. Wenn ihn wenigstens deswegen der Schlag getroffen hätte. Aber sein Tod hat auch was Gutes. Ansgar erbt das Schloss und mein Sohn steht dadurch in der Lahnstein-Erbfolge an erster Stelle. Das ist doch ein Grund mehr, mir das Sorgerecht zurückzuholen. Denkhardt, Frau von Berneck ist da. Soll reinkommen. Ich gehe mal eine alte Freundin besuchen. Wir sehen uns dann im Schneiders? Ist klar. Camilla, schön dich zu sehen. Setz dich. Du hattest doch schon Pause, oder? Ich muss nur schnell die Bewerbung fertig machen. Die Meldefrist läuft ab. Für die Sporthochschule? Für Christian. Er selbst kriegt seinen Hintern nicht hoch und ich will nicht, dass es irgendwann mal bereut. Ach, Christian weiß gar nichts davon. Olli, ich weiß, du bist in ihn verliebt, aber ich rate dir davon ab. Keine Panik, ich rechne mir deswegen nichts bei ihm aus. Aber er wird böse sein. Es gibt Leute, die mögen es nicht, wenn man heimlich hinter ihrem Rücken... Charlie, Christian hat die Formulare selbst ausgefüllt. Er traut sich noch nicht. Ich muss die nur noch abschicken. Manche Leute muss man eben zu ihrem Glück zwingen. Kann ich den ganz kurz wegbringen? Nee, es ist ja gerade nicht viel los. Angelo? Entschuldigen Sie, es hat etwas länger gedauert. Was darf ich Ihnen bringen? Die Leber deines Neffen. Mit Pfefferbohnen. Dazu trockener Chianti. Tanja? Auferstanden von den Toten. Hey, musst du gar nicht arbeiten? Hast du mich erschreckt? Dringende Terminsache. Hast du kurz Zeit? Alles okay? Nee, gar nichts ist okay. Ich muss mit dir reden über Coco und diesen Kuss. Oh. Du hast doch in letzter Zeit viel mit ihr unternommen, oder? Ja, aber das hätte trotzdem nicht passieren dürfen. Das heißt, du hast es mitbekommen? Mitbekommen? Ja, wie sie diesen anderen Kerl geküsst hat. Ach so, nee. Hab ich nicht. Das müsste irgendein Typ sein, den sie gar nicht gut kennt. Eine Partybekanntschaft. Den hat sie kennengelernt, als sie mit dir unterwegs war, nach unserem Streit. Jetzt überleg noch mal. Fällt dir wirklich keiner ein? Mein Wechselgeld. Stimmt so. Ah, Charlie, ich wollte mich noch mal bei dir bedanken für den äußerst kostspieligen Trauerkranz, den du für mein Grab spendiert hast. Ach, selbst wenn ich auf deiner Beerdigung gewesen wäre, hätte ich bestimmt keine Blumen mitgebracht. Nicht mal zur Feier des Tages? Bei deiner Beisetzung werde ich dir mehr Respekt erweisen. Versprochen. Wie hast du das angestellt? Von den Toten wieder auferstanden? Betriebsgeheimnis. Wie kann das denn sein? Wo kommt die denn her? Wie soll ich das denn wissen, Angelo? Ich brauche dringend frische Luft. Dein Auftritt hat offenbar bleibenden Eindruck hinterlassen. Im Gegensatz zu dem Hotelzimmer, das du mir besorgt hast. Was soll ich in dieser Besenkammer? Ich muss sparen. Ich habe gesagt, dass ich diese marode Babyfutterfirma gekauft habe. Ja, na, hör mal, da kommen noch jede Menge Investitionen auf mich zu, bis der Laden wieder läuft.
Camilla von Berneck erstellt gerade ein Marketingkonzept. Woher kennst du die eigentlich? Shanghai. Ist eine alte Bekannte. Hat sich plötzlich wieder gemeldet. Na, da sitzen ja die Richtigen zusammen. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Graf Lahnstein. Mein herzliches Beileid. Der da kann dir vielleicht die Kaution besorgen, aber um die Haftstrafe kommst du nicht drum rum. Das werden wir ja sehen. Ja, das werden wir auch. Ich bin Nebenkläger in dem Prozess. Meine Anwälte werden nicht ausweiden. Und Hannes siehst du nie wieder. Man, tut mir leid, dass ich deshalb so abgehe, aber als ich das gerade mitbekommen habe, das war der Hammer. Kann ich verstehen, aber ich muss jetzt leider wieder zur Arbeit. Du, Olli. Du würdest mir doch sagen, wenn du was wüsstest, oder? Ich weiß einfach nicht, ob ich Coco glauben kann. Vielleicht hat sie doch was Ernstes laufen. Bestimmt nicht. Du sagst doch selbst, dass du gar nichts von ihr mitbekommen hast. Was ist, fällt dir doch was ein? Coco liebt dich, das hat sie mir immer gesagt. Die fängt bestimmt nichts mit einem anderen an. Ey Mann, vergiss diesen blöden Kuss, das war einfach nur ein Ausrutscher. Wenn da wirklich mehr wäre, dann hätte Coco dir das bestimmt schon längst gesagt. Hoffentlich. Dr. Hochstetter, haben Sie noch mal über mein Angebot nachgedacht? Ihre Erpressung, meinen Sie? Ich verzichte auf Ihre Hilfe. Ich werde meinen Sohn auf legalem Wege aus dem Gefängnis holen. Tja, dann bleibt mir nur zu hoffen, dass Rüdiger noch am Leben sein wird, wenn er denn rauskommt. Rüdiger, was haben Sie mit meinem Sohn gemacht? Sie dreckiges Schwein, Sie! Fragen wir uns doch lieber, was seine Mithäftlinge noch mit ihm anstellen werden oder die Gefängniswärter im Laufe der Jahre. Andererseits wäre Rüdiger mit meinen Kontakten ziemlich schnell wieder auf freiem Fuß. Sie haben gewonnen. Dann darf ich also davon ausgehen, dass Sie das Testament meines Vaters in meinem Sinne verändern werden? Dr. Hochstetter. Gräfin. Elisabeth, ich habe den Herrn Notar hierher gebeten, um Vater so schnell wie möglich für tot erklären zu lassen. Auf einmal? Ja, weißt du, heute Mittag, ich habe mich dir gegenüber wirklich daneben benommen. Es tut mir leid. Vaters Tod hat mich doch sehr mitgenommen. Selbstverständlich hattest du recht. Wir müssen jetzt nach vorne blicken. Das wäre auch in seinem Sinne gewesen. Ja, sicher. Wie gehen wir denn da jetzt weiter vor? Aber Elisabeth, ich bitte dich, ich kann mich doch um diese ganzen Formalitäten kümmern. Du bist doch sicherlich voll ausgelastet mit der Vorbereitung der Pressekonferenz, nicht wahr? Ja, das bin ich sicher, aber ich... In Ordnung. Auf Wiedersehen, Dr. Hochstetter. Gräfin. Kasse muss so stimmen, ich mach dann mal Schluss. Ja, du hast gut. Ich stelle mir jetzt nächstes hier ein Bett rein. Langsam kann ich echt keine schmutzigen Töpfe mehr sehen. Ich bräuchte mal wieder ein Kontrastprogramm. Welchen Laden machen wir heute klar? Nicht schon wieder. Hatte etwa jemand Konditionsschwächen nach gestern Abend? Nee. Ich hatte vorhin eine ziemlich unerfreuliche Begegnung mit einem Typen, den ich total süß finde. Ich habe neulich mal kurz mit seiner Flamme rumgeknutscht und heute verlabert sie sich plötzlich, als er daneben steht. Das hört sich nach Stress an. Habt ihr euch geprügelt? Hat sich bei mir ausgeheult. Die Kleine hat meinen Namen nicht genannt, aber trotzdem. Er steht plötzlich vor mir, ist total fertig, weil er denkt, sie hat eine Affäre und ich
Ich kann ihn noch nicht mal trösten. Ich kapier's nicht. Warum tratscht dir das plötzlich überall rum? Ja, ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht hat sie sich ja in dich verknallt. Nee, das haben wir längst geklärt. Die fährt voll auf ihn ab. Also, warum hält die nicht einfach ihren Mund? Ah, Kitty, Sie können für heute Feierabend machen. Was sagst du zu meinem Marketingkonzept? Du, super. Aber leider viel zu teuer. Du führst ein ganz neuartiges Produkt ein. Milchpulver, das gegen Koliken wirkt. Das ist ein todsicheres Geschäft. Jeden investierten Cent erhältst du doppelt und dreifach zurück. Der Kauf und die Sanierung von dem Laden kosten mich schon ein Vermögen. Sei mir nicht böse, Camilla, aber deine Fähigkeiten als PR-Managerin haben mich schon mehr überzeugt. Diese Kampagne mit mir als Werbefuzzi geht jedenfalls gar nicht. Aber genau das ist der Clou. Es geht um das Vertrauen junger Eltern. Mit deinem Gesicht... Ja, mit meinem Gesicht, da kriegen die Babys Koliken. Denk dir was anderes aus. Schönen Abend. Graf Lahnstein, wir müssen uns treffen. Das klappt alles nicht so, wie wir es uns vorgenommen haben. Ungeschicktes Grüßen. Ich habe Christian getroffen. Blöder hättest du dich wohl nicht anstellen können. Danke, soweit war ich schon selbst. Warum hast du mich nicht gewarnt? Weil ich vielleicht selbst völlig durch den Wind war? Weil Christian fast mit mir Schluss gemacht hätte? Na, und ich häng da vielleicht auch mit drin. Ich habe doch nicht mal gesagt, dass du es warst. Was machst du deswegen überhaupt so eine Welle? Und das alles wegen so einem dämlichen Kuss. Mann, das war doch schon längst Schnee von gestern. Für mich eben nicht. Wie jetzt? Ich kann auch nichts dafür, aber ich habe mich in dich verliebt. Mist, dieser eitle Fatzke geht doch sonst keiner Kamera aus dem Weg. Ich verstehe auch nicht, warum er sich so ziert. Degenhardt muss mit seinem Namen und seiner Visage für das Produkt stehen. Wenn dann der ganze Skandal platzt, ist er nicht nur pleite, sondern auch als Babyvergifter ein für alle Mal unten durch. Und wie soll ich das jetzt hinbiegen? Ja, das weiß ich doch nicht. Lassen Sie sich was einfallen. Sie wollen Ihren Ex doch ruinieren. Denken Sie mal dran, wie er Sie in Shanghai abserviert hat. Kein guter Abend, was? Rüffel von beiden Auftraggebern? Bei einem doppelten Spiel wird man schnell zur doppelten Verliererin. Adrian wird sehr böse sein, wenn er davon erfährt. Was wollen Sie? Einen kleinen Gefallen. Sie werden mir helfen, meinen Sohn wiederzusehen. Sonst lasse ich Sie auffliegen.